Ja, Tag 3 heute in unserem Hyundai i30. Ich habe schon mal ein bisschen angefangen, habe hier ein bisschen schwerere Geschütze aufgefahren. Leider komme ich heute nicht weiter, weil mir ein entscheidendes Teil fehlt. Geht also mit der CAN-Bus-Schnüffelei und SPD-Freischalten erst morgen weiter. Ich habe einen kleinen Teilerfolg erzielt. Zumindest wirft das Radio schon mal die Kommunikation Richtung Verstärker aus und bisherige Identifier, die noch nicht auf dem Bus waren, wie die Klangeinstellungen, Bass mit den Höhen, Telefonlautstärke, Balance, Fader, liegen jetzt schon mal auf dem CAN-Bus auf. Das ist mir soweit schon gelungen, indem ich hier so ein bisschen den Werksverstärker vorgegaukelt habe. Allerdings hat das Hyundai Radio immer noch nicht im Engineering-Menü freigegeben, dass ich einen externen Verstärker wählen darf. Und damit hat er auch immer noch nicht den SPDIF-Ausgang freigegeben. Damit ja, wird es erst morgen weitergehen. Da fehlt mir heute noch ein bisschen Hardware. Nichtsdestotrotz, ich habe mir den Tag genommen für das Auto. Also geht es mal ein bisschen akustisch weiter auf dem Weg zum Next Level Car Audio. Das heißt, ich fange schon mal an, damit mir hinten raus nicht die Zeit wegläuft, die Anlage in diesem Auto hier einzumessen. Das bin ich dem Kunden schuldig, wenn er sein Auto schon eine Woche bei mir stehen lässt für solche Arbeiten. Dann bekommt er am Ende auch ein top abgestimmtes Auto von mir zurück. Ja, ich zeige euch noch mal kurz hier einen Blick. Was ich hier so aufgebaut habe, ist also einmal ein Oszilloskop, um die SPDIF-Leitungen zu beobachten, ob sich da was tut. Dann habe ich einen Dual-CAN-Bus-Router, mit dem ich die Kommunikation mitschneiden kann, und habe nochmal einen CAN-Bus-Dongle, mit dem ich in den Bus schreiben kann und auch die Reaktion mitlesen kann. Ja, wie gesagt, soweit für heute. Ich fange jetzt mal ein bisschen an mit Einmessen und werde das auch mit der Kamera begleiten. Okay, Fahrzeug einmessen, akustisch Teil 1. Bevor die Laufzeiten nicht stimmen, braucht man mit allem anderen gar nicht erst anfangen. Dazu habe ich hier mein Stereo-Mikrofon mit Kunstkopf auf dem Fahrersitz platziert. Das Stereo-Mikrofon ist am DSP angeschlossen, am Eingang 5 und 6. So, wie gehe ich da vor? Ich nutze die hauseigene Messroutine. Zunächst mal zeige ich noch eben, ich habe sämtliche Filter, zumindest alle Hochpassfilter, alle Tiefpassfilter habe ich ausgemacht. Die Hochpassfilter sind noch aktiv, um die Lautsprecher nicht zu überlasten. So, dann gehe ich in meine Messroutine. Ich sage Eingang 5, 6, da ist mein Mikrofon dran. Ich setze den Mischer und dann kann ich schon losmessen. Die einzelnen Lautsprecher 4,1 Millisekunden, 4,28 Millisekunden, 3,93 ist die linke Seite. So, das war's schon. Ergebnis, ich habe 6 unterschiedliche Laufzeiten vom Frontsystem und ich habe mit dem System festgestellt, der Tief-Mitteltöner der jeweiligen Seiten sind beide verpolt. So, nun schicke ich das an den DSP, gucke hier rein und sehe, Laufzeiten und Pegel sind schon mal eingestellt. Okay, das ging schnell, das ist super präzise und mit dieser perfekt eingestellten Laufzeit kann ich schon mal arbeiten. So, nochmal schnell eine Kontrollmessung. Die Werte sind jetzt zum DSP geschickt und das ist alles eingestellt.
Also messe ich nochmal 4,95, 4,95, 4,95, 4,95, 4,94, 4,95. Okay, wir haben die Zeiten auf 0,01 Millisekunden exakt eingestellt. Das nächste, was ich mache, ist, ich gucke mir die Frequenzgänge der einzelnen Lautsprecher an. So, die Zeiten haben wir jetzt auch hier optisch dargestellt. Also in der optischen Darstellung sind alle Lautsprecher identisch weit vom Hörplatz entfernt. So, jetzt geht es weiter mit der akustischen Messung der Lautsprecher. Da interessiert mich jeweils die binaurale Analyse, also die gehörte Summe zwischen rechts und links der einzelnen Lautsprecher. Und die messe ich einen nach dem anderen durch. Zack, zack. Ich fange an mit dem Hochtöner vorne links. Das ist hier ein bisschen dunkler eingestellt. Ein bisschen schwierig zu sehen. Und die erste Messung läuft. Da sehe ich also, der ist sinnvoll einzusetzen ab dem Bereich 4 Kilohertz, läuft dann auch relativ sauber durch. Die andere Seite ist ähnlich. Der Mitteltonbereich, wie gesagt, alle Filter sind raus. Mal gucken, ob der bis zu den 4 Kilohertz hochkommt. Ja, macht der ganz locker, der buckelt ein bisschen auf. Im Bereich unter 1 Kilohertz läuft dann aber obenrum schon relativ sauber. Das kriegt man mit dem Equalizer hin. Die andere Seite, die rechte Seite, auch sehr ähnlich. Rechts durch die Scheibenreflexion akustisch ein bisschen kritischer. So, jetzt der linke Tiefmitteltöner. Auch der läuft ohne Filter, steht ab 100 Hertz und läuft ganz sauber durch bis 1,5, 1,6 Kilohertz. Ankopplung an den Mitteltöner ist also überhaupt kein Problem. Die andere Seite. Ja, sieht ähnlich aus. So, was ich mir aber noch mal angucken möchte, ist die Summe der beiden Mitteltöner, wie tief ich die trennen kann. So, und der Mitteltöner steht sauber ab etwa 400, 450 Hertz und fällt dann von sich aus schon mit einer 12 dB Flanke ab. Das heißt, hier würde ich eine Trennung 12 dB 400 Hertz wählen. Den Tiefmitteltöner entsprechend genauso weit hochlaufen lassen und die Trennung zum Hochtöner würde ich ansetzen mit 4500 Hertz bei 12 dB. Das stelle ich mal ein und dann gucken wir uns das Ganze in der Summe an. So, die Filter sind entsprechend eingestellt. Ich habe also 404.000 Hertz für den Mitteltöner. Den Woofer lasse ich von 63 Hertz bis 350 laufen und den Hochtöner ab 4500. Jetzt gucke ich mir noch mal eben die Phasen an. Da habe ich einen 180 Grad Versatz, also minus 90 zu 90 Grad vom
Tiefmitteltöner zum Mitteltöner bei 400 Hertz. Und ich habe eine fast identische Phasenlage vom Mitteltöner zum Hochtöner. Gut, untenrum die Phase korrigiere ich noch eben. Ich nehme die Hochpassfrequenz, die 400 Hertz, benutze meinen Phase Shifter, matche Kanal 3 und 4 mit 5 und 6. Dann habe ich hier auf 3, 4, 5 und 6 habe ich jeweils eine Phasenlage von minus 88 Grad bei 400 Hertz. Und jetzt gucke ich mal, wie sich die Phase zum Hochtöner verändert hat. Da sind jetzt 30 Grad dazwischen, da kann ich gut mit leben. Minus 80 zu minus 57. Das sind 30 Grad Phasenverschiebung. Das ist okay. Gut, dann gucken wir uns mal an, wie das Ganze jetzt in Summe zusammenspielt. Und das ist auf Anhieb schon ein recht ordentlicher Frequenzgang ohne Equalizing. Der Hochtöner ist zu laut, den nehmen wir gleich ein bisschen runter. Der Mitteltöner ist auch ein paar dB zu laut, beziehungsweise den Tieftöner kann man ein bisschen mehr geben. Ich kann ja hier mal die Referenzkurve mit einblenden. Wenn ich mir die jetzt dahin schiebe, dann sehe ich, der Hochtöner ist mal 5, 6 dB zu laut, den Mitteltöner lassen wir und den Tieftöner ziehen wir ein bisschen an. So, den Hochtöner nehme ich mal 5 dB runter und den Tieftöner 4 dB rauf. Dann gebe ich mal pauschal der rechten Seite ein halbes dB mehr. Die Lautsprecher sind alle ziemlich pick ausgerichtet, das heißt, die rechte Seite ist ein bisschen weiter weg und braucht daher ein bisschen mehr Pegel. So, da sind wir schon relativ nah dran an der Referenzkurve. Tieftöner kann noch ein bisschen mehr. Dem geben wir noch mal 2 dB drauf. Okay, und den Rest macht dann morgen oder übermorgen, wenn Zeit ist, das Equalizing. Und dann fehlt natürlich auch noch die Anpassung zum Woofer. Ja, kurzen Soundcheck, natürlich mit der Digitalquelle direkt im DSP. Das läuft ja seit gestern einwandfrei. Ja, die Bühne steht hier schon wunderbar. Schöne Tiefe, schöne Räumlichkeit. Die Bühnenmitte wie festgenagelt. Zeiten passen auf jeden Fall schon mal. Pegel passen auch soweit. Wie gesagt, noch so ein bisschen Equalizing und ich glaube, da macht das richtig Spaß hier in dem Auto zu hören. Gut, heute nicht das geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Morgen geht es weiter, den SPDIF-Ausgang am Radio zu aktivieren. Ich hoffe, das gelingt mir dann noch. Und ja, muss auch Misserfolge geben, dann weiß man die Erfolge zu schätzen. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder dabei und mal gucken, wie es weitergeht. Man sieht sich. Bis dann. Ciao.